Heute geht es um das Thema Collage. Das Papier für diese Collagen mache ich heute selbst. Schaut mal, was diese Form für eine Tiefe hat. Hier noch ein zweites Beispiel mit farbigem Papier. Lass uns starten. Hallo ihr Lieben, ich mache heute mein Collagepapier selbst. Das hier ist softes Steinpapier, etwas wasserabweisend und ich arbeite heute mit flüssigen Acrylfarben darauf. Die stehen hier schon auf meinem Papier. Ich brauche noch 2 Becherchen, wo ich die Farbe hineinfülle. Ich habe hier ein sehr warmes, so eine Art Zinnoberrot und ein Magenta. Ich brauche ein paar Pinsel, Wasser und hier etwas Alkohol zum Tropfen und etwas Wasser aus einer feinen Sprühflasche. Als Papier könnt ihr auch anderes Papier nehmen, welches ihr mit Acrylbinder grundiert habt. So, ich schüttle nochmal die Acryltinte auf und gebe sie in mein Plastikgefäß. Mein Steinpapier mache ich jetzt ein bisschen feucht mit meiner Sprühflasche. Anschließend trage ich meine beiden Farben intuitiv und aus dem Bauch heraus auf. Heute ist ein warmer Tag, das verdunstet alles schnell und ich habe hier meine Sprühflasche, dann kann ich immer etwas nachsprühen. Ihr seht, da ist ganz schön viel Wasser auf der Oberfläche. Das soll auch gleich fließen. Deswegen sprühe ich noch etwas dazu. Der Föhn, ich habe ihn auf kalt eingestellt, soll jetzt die feuchte Farbe verpusten. Dabei trocknen an einigen Stellen schon Spuren und andere bewegen sich durch das Pusten über das Papier. Das ergibt ganz besondere Strukturen. Das sieht jetzt so aus, als ob ich die Strukturen wieder zerstöre, aber darunter sind einige, die später wieder zum Vorschein kommen. Ihr werdet es am Ende sehen. Jetzt tropfe ich den Alkohol, es ist Reinigungsalkohol oder Brennspiritus könnt ihr auch nehmen. Den tropfe ich einfach oben drauf und lasse das Ganze dann durch Kippen etwas laufen in verschiedene Richtungen. Mein Ziel ist es, ein Papier zu haben, was unterschiedliche Tonwerte und Strukturen hat. Es soll helle Partien geben, mitteltonige und auch etwas dunklere Partien. Aus diesem Grund habe ich dem Zinnoberrot jetzt etwas Staloblau zugemischt und erhalte ein gedämpftes Grün. So bekomme ich auch dunklere Stellen auf mein Collagepapier.
ist noch nicht alles ganz trocken und ich wische jetzt mit einem Papiertuch über die feuchten Stellen und sauge sie ein bisschen auf. Dabei verschmiere ich auch ein bisschen Farbe und das gibt dem Blatt dann einen gleichmäßigeren, weicheren Ausdruck. Noch ein paar dicke Wassertropfen drauf, die lasse ich ein bisschen einwirken. Und mit einer Küchenrolle nehme ich das Wasser mit den darin gelösten Pigmenten wieder auf. Es entstehen helle Flecken, eine zusätzliche Struktur. Das ist also mein Collagepapier und das muss jetzt erstmal trocknen. Nach dem Trocknen drehe ich das Papier herum und zeichne nun, ohne die Vorderseite zu sehen, freie Formen aus. Ich entscheide mich hier für sehr organische, geschwungene, runde Formen und versuche möglichst viele auf dem Papier zu platzieren. So, die müssen jetzt erst einmal ausgeschnitten werden. Das sind doch schon eine ganze Menge von Collageteilen, die da entstanden sind. Und ich bin mal gespannt, was man da so draus machen kann. Das kribbelt schon in den Fingern und ich fange jetzt hier auf dem Tisch schon mal an, irgendwelche Tiere oder Formen daraus zu legen. Mal schauen, was nachher auf meinem Papier passiert. Ja, hier habe ich schon einige Teile aufgeklebt. Ich bin also mitten im Prozess und ihr könnt mir ein bisschen folgen. Ihr seht, ich achte auch ein bisschen darauf, dass die Tonwerte sich immer ein bisschen abwechseln. Das heißt, dass da auch Kontraste entstehen. Und ich positioniere das mal hier, mal da und schaue, wo es passt. Dann ich nehme jetzt hier einen Kleber, den ich von hinten auftrage. Am besten nehmt ihr matten Acrylbinder. Der fällt nachher auch nicht auf, wenn ihr so ein bisschen kleckst auf eurem Blatt. Da gibt es dann keine Helligkeits- bzw. Glanzunterschiede. Und ihr seht, ich klebe hier vollkommen hemmungslos übereinander.
Na, ist das fertig? Ich denke ja. Zum Schluss werde ich eine der Formen noch ein bisschen herausheben, indem ich einen leichten Schatten am Rand einfüge. Das mache ich mit einem normalen Buntstift. Und da gehe ich einfach um die Kontur herum und verwische das nachher ein bisschen. Ein wundervoller kleiner Blob ist da entstanden. Hier habe ich das Papier mal auf einen weißen Rahmen, ist eigentlich was anderes, mit einem Klebegummi geklebt, um euch zu zeigen. Ich werde das später auf eine Holzplatte aufziehen, die weiß grundiert ist, und dann werde ich das aufkleben. Und hier nochmal mein Beispiel vom Anfang. Das habe ich auch mit Steinpapier gemacht. Ich glaube, da habe ich sogar Aquarellfarben genommen und habe es nachher mit einem Fixativ fixiert, dann auseinandergeschnitten und verklebt. Diese Variation in Schwarz-Weiß, also in Grautönen, finde ich besonders spannend. Ich glaube, da werde ich vielleicht noch ein bisschen was weitermachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, wieder kreativ zu werden. Eine Collage ist immer eine gute Idee, wenn ihr schon Papiere habt. Nehmt diese oder macht euch selbst Papiere. Es macht unheimlich Spaß und ist auch mal was für zwischendurch, wenn man nicht gerade das Riesenprojekt anfängt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Ich wünsche euch kühle Sommertage. Bleibt alle gesund. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.